So, guten Morgen. Heute verlassen wir den Stellplatz am Morsfjord wieder bei den Dünen und es geht wieder ein Stückchen weiter Richtung Norden. Ja, jetzt. Ja, ich habe dich nicht gehört. Okay. Jetzt? Okay. So, hier haben wir 2 Nächte Zwischenstopp gemacht an dieser kleinen Mini-Landzunge auf den Westerwalen. Und jetzt geht's weiter mit einem Zwischenstopp nach Tromsø. In Tromsø wollen wir ein bisschen Sightseeing machen und uns auch mal ein Museum anschauen. Und nach Tromsø geht es dann in 2 oder 3 Stopps endlich Richtung Nordkap. Die Mission Nordkap geht weiter. Later that night. Ja, wir sind in Tromsø auf dem Campingplatz angekommen. Jetzt ratet mal, wie spät es ist. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wir haben heute Freitag, den 7. November. Gut, habt das in die Kommentare geschrieben. Schauen wir mal, wer richtig lag. Wir haben jetzt genau 15 Uhr nachmittags und es ist dunkel, die Sonne ist schon untergegangen. Wir werden jetzt hier nach dem Check-in gleich mal Platz suchen und ja, dann gibt es auch schon bald Abendessen. Und morgen fahren wir dann nach Tromsø rein und schauen uns da was an. Ja, guten Morgen aus Tromsø. Guten Morgen. Wir sind hier gestern im Dunkeln angekommen, wie ihr gesehen habt. Ja, es war zwar erst so 15 Uhr, ne? Aber es war natürlich schon Genau. entsprechend dunkel. Sonnenuntergang ist hier 14:30 oder so. Ja, wir stehen hier gerade am Hafen von Tromsø und gehen jetzt gleich als erstes mal in ein Museum, das sich sozusagen mit der nordischen oder norwegischen Mythologie auseinandersetzt. Genau, da nehmen wir uns natürlich mit und ich muss mich sagen, ich freue mich wahnsinnig auf Tromsø. Nicht nur, weil es eine der nördlichsten Städte überhaupt ist, denke ich. Nicht? Nee, Hammerfest ist die nördlichste Ja, eine Stadt. der nördlichen. Ja. Hammerfest ist die nördlichste Stadt, aber trotzdem nach den ganzen Zeit in Natur, was natürlich auch schön war, die tolle Natur, freue ich mich jetzt wieder auf ein bisschen Stadtleben, ein bisschen Kultur. So, wir sind in der ersten Station und hier kann man sehen, wo man überall Trolle finden kann in Norwegen. Schön gemacht mit einzelnen Tafeln zu den Orten, einer Karte mit LED, wo man dann so einen Knopf drücken kann und der dann aufleuchtet, wo das ist. Ja. Etwas, das ich als God of War Spieler, speziell Ragnarök, schon kenne, der Weltenbaum. Yggdrasil und die ganzen Welten habe ich im Game schon alle besucht. Hier hängen auch überall iPads rum. Und dann kann man über Augmented Reality hier einzelne Punkte auf Yggdrasil anklicken, zum Beispiel über die Lebewesen oder klick mal auf Welten oben. Und dann kann man Infos zu den verschiedenen Welten anklicken. Und dann gibt es ja auch noch Infotafeln und schöne Installationen zu den verschiedenen Trollen, die es gibt. Hier zum Beispiel den Waldtroll. Insgesamt sehr schön eingerichtet, sehr schöne Details hier, wie zum Beispiel der Wolkenhimmel mit den Nordlichtern.
Und mit AR werden hier auch die Trolle zum Leben erweckt. Und dann kann man sich das Ganze auch per E-Mail zuschicken lassen, das Foto. Das Museum bietet auch ein kleines Lesezimmer an, mit einer gemütlichen Couch drin. Und ein Bücherregal, das wohl Bücher in mehreren Sprachen enthält. Und für Kinder gibt es hier auch noch einen Maltisch, ein Spiel. Und man kann da auch puzzeln oder so. Puzzle-Trolls steht drin. Ja, wir sind raus aus dem Trollmuseum und wir können es nur empfehlen. Es ist ja nicht sehr groß natürlich, aber sehr interessant. Sie haben es toll erklärt mit den ganzen Mythen und Sagen dargestellt, natürlich auch bildlich, sowie auch in Augmented Reality, also virtuell. Zum Mitmachen quasi, wer Augmented Reality noch nicht kennt, da kann man auch mitmachen und sich sogar eine Aufnahme an seine E-Mail-Adresse senden lassen. Also sehr schön gemacht und hat uns sehr gefallen, ne? Ja, also sehr modern das Ganze. Überall iPads eben mit Augmented Reality, dass man teilweise interagieren kann, teilweise noch mehr Informationen abrufen kann. Insgesamt wird die nordische Mythologie hier komplett sehr gut erklärt. Also von über Yggdrasil, den Weltenbaum und die ganzen Welten drumherum und die ganzen, also neben den Trollen auch andere Mythen, wie der Kraken oder Trauden etc., also diese Seekreaturen. Es ist sehr toll gemacht, ja. Gibt es auch eine Statue von Roald Amundsen. Und nach dem Trollmuseum gibt es eine kleine Kaffeepause. Natürlich müssen wir auch die norwegischen Kannelsnurr probieren. Ja, und selbst hier im Norden Norwegens kommen Nerds auf ihre Kosten. Ein Comicladen und Lego Outlet. Jede Menge Brettspiele, Comics, Bücher, Mangas, alles vollgestellt hier. Krass. Oh, ein Wählmeer. Ich dachte schon, der lag so schade. Wahnsinnig süßer kleiner Laden. Voll gestopft. Gibt sogar Mario Kart Lego, das wusste ich noch gar nicht. Morgen gibt's ein Concorde-Set, das NASA DSLS als Set. Sehr cool. Atari Video Computer System auch als Set. Sehr geil. Ein kleines Mittagessen. Heike hat ein paar Chicken Wings mit Pommes, weil sie schon auf Pommes in Zug war. Und ich habe einen Rentierburger mit diesem norwegischen braunen Käse. Ich bin mal gespannt. Guten Appetit. Guten Appetit. Und mit diesen Eindrücken von Tromsø und der Eismeerkathedrale beenden wir das heutige Video. Vergesst nicht, uns ein Like und ein Abo dazulassen. Und schaut auch nächste Woche wieder rein,
wenn die Mission Nordkap fast gescheitert wäre und unsere Reise fast ein abruptes Ende gefunden hätte. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the Force be with you.